Hallo zusammen, ich habe seit kurzem mit dem Stricken angefangen und in diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Grundlagen ich gelernt habe, damit ihr leichter in euer erstes Strickprojekt starten könnt. Beginnen wir mit dem Grundwissen. Ich habe hier meine Wolle, das ist einfach eine Musterwolle, die ich habe, von Hobby, das Olivin. Damit plane ich etwas Hübsches zu stricken. Und dann habe ich natürlich auch die Stricknadeln. Wie im Häkeln hat es immer verschiedene Größen und es gibt auch verschiedene Stricknadeln. Hier habe ich eine Rundstricknadel, die einen kurzen Auslauf hat. Also es ist weniger geeignet für irgendwie Pullover, weil man hier wenige Maschen anschlagen kann. Diese langen Stricknadeln, die man früher verwendet hat, die sind eher umständlich als praktisch. Deshalb würde ich, wenn ihr Beginner seid, euch so Rundstricknadeln empfehlen. Das geht sehr, sehr viel einfacher. Das sind so diese klassischen alten, langen Stricknadeln. Ich finde es tatsächlich ein bisschen umständlich, weil man da mit den Enden immer irgendwo hinschlägt. Tatsächlich bevorzuge ich diese Rundstricknadeln, die verbunden sind. Eine wichtige Grundlage beim Stricken ist, ganz am Anfang braucht man einen Anfangsfaden. Bevor man anfängt, Maschen anzuschlagen, muss man den Anfangsfaden berechnen. Und zwar ist das 1,5 mal die Länge des geplanten Anschlags. Wenn eure Arbeit 20 cm breit ist, dann braucht ihr 1,5 mal mehr, das heißt 40 ist das Doppelte und dann nochmal 10, 50. Dann braucht ihr insgesamt 50 cm Anfangsfaden. Also dann kommt ihr her und ich bin immer ein bisschen großzügiger und nehme da immer mehr. Und das bedeutet, das ist jetzt etwa die 50 cm. Dann fange ich hier an, Maschen anzuschlagen. Ich gehe jetzt mit dem Faden von hinter der Hand zwischen kleinen Finger und Ringfinger über Mittelfinger hinaus, hinter Zeigefinger, einmal rum, bin wieder hinten und gehe vorne am Daumen einmal rum und packe den Faden so. Also es muss alles ein bisschen spannen und dann nochmal hier rein, also hier beim Daumenbereich rein, holt diesen Faden hier und zack und lässt hier den Daumen los. Ich habe es jetzt ein bisschen weit unten, Moment, so. Dann habt ihr hier die erste Masche. Also jetzt nochmal und seht ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich ziehe das einfach so nach vorne und schwupps, kann jetzt wieder den nächsten Faden holen und habe die zweite Masche und dritte Masche und vierte Masche, fünfte Masche. Seht ihr, wie ich das mache? Der Daumen, der ist immer hier so ein bisschen im Spiel mit dem Faden. Und ich gehe immer dazwischen und hole den Faden und lasse den Faden, also lasse den Daumen vom Faden und spanne an mit dem Daumen, sodass ich dann wieder den Faden hier am Daumen habe. Und dann kann ich das einfach so weitermachen, bis ich alle meine Maschen habe. Ich hoffe, es ist klar. Ich zeige es euch nochmal langsam. Und wichtig ist, zieht nicht hier zu fest an. Und es muss gleichmäßig sein. Es muss sich halt ein bisschen bewegen können. Wenn ihr zu fest anschlägt, dann habt ihr ein bisschen Mühe mit der ersten Reihe. So, jetzt habt ihr schon mal Maschen angeschlagen. Und jetzt möchte ich gerne euch die zwei verschiedene Strickarten vorstellen. Wenn ihr mich auf Instagram folgt, da habe ich schon mal drüber was geschrieben, weil ich kürzlich darauf gestoßen bin, dass es zwei verschiedene Arten gibt zu stricken. Und zwar
gibt es die Kontinentale. Die Kontinentale sieht so aus. Die Grundhaltung beim Kontinentalstricken ist dieselbe, wie man beim Häkeln auch verwendet und beim Anschlagen. Und man nimmt den Faden, der zum Knäueln hingeht. Den Endfaden, den kann man eigentlich ignorieren, der braucht man nicht mehr, bis man am Schluss alles vernäht. Also, man geht wieder zwischen kleinen Finger und Ringfinger durch, hinter den Zeigefinger einmal rum oder zweimal rum und man hat, oh, das war jetzt ein bisschen weit, aber so. Hier muss es immer ein bisschen gespannt sein, wenn ihr jetzt wie vorher war ich sehr weit weg, dann müsst ihr natürlich ein bisschen näher hingehen. Also immer, der Faden hier muss gespannt sein, aber nicht so, dass ihr nicht mehr in die Masche reinkommt. Das hier, das ist die kontinentale Strickweise, wenn man den Faden auf der linken Hand hält. Das ist für mich meine bevorzugte Strickweise, weil ich aus dem Häkeln rauskomme und ich einfach gewohnt bin, den Faden auf der linken Hand zu haben. Nun zeige ich euch aber die englische Variante, die meine Mama mir beigebracht hat, weil ich weiß nicht wieso, wir sind eigentlich Italiener, aber meine Mama strickt so. Ihr packt einfach diesen Faden, also wenn ihr hier die Stricknadeln so habt in der Hand, der Faden hält man auf der rechten Hand, also dann packt ihr einfach mit diesen 3 Fingern, also mit kleinen Fingern, Ringfinger und Mittelfinger, packt ihr den Faden, umklammert den so ganz leicht und mit dem Zeigefinger drückt ihr ihn so nach oben. Und mit dem Daumen und dem Mittelfinger hält ihr die Stricknadel. Das sind die 2 Strickvarianten, die es gibt. Ihr müsst es üben und findet das, was für euch besser gelingt. Wie gesagt, ich bin Häklerin und für mich gelingt das einfach viel besser, wenn ich den Faden in der linken Hand halte. Als nächstes möchte ich über Randmaschen sprechen. Ich dachte immer, dass es Bestandteil der Arbeit ist, bis ich des Besseren belehrt wurde und es ist tatsächlich nicht immer Bestandteil der Arbeit. Es muss tatsächlich in der Anleitung irgendwo drin stehen. Also wenn nirgendwo drin steht, inklusive Randmaschen oder plus 2 Maschen Randmaschen, dann müsst ihr immer 2 Randmaschen mit anschlagen. Das bedeutet, wenn ihr eine Arbeit habt mit 40 Maschen und in der Anleitung steht nicht dran, dass die Randmaschen da mit dabei sind, dann müsst ihr 42 Maschen anschlagen. Es gibt verschiedene Varianten für Randmaschen. Auf YouTube findet ihr ganz, ganz viele, aber meine Schwiegermama, die hat mir gesagt, sie strickt immer Rechtsmaschen als Randmaschen. Und das habe ich jetzt auch angefangen, weil ich das eigentlich sehr, sehr praktisch finde. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Rechte Masche stricken. Der Faden ist hinten. Also der Faden hier, den drücke ich so nach hinten, halte meinen Mittelfinger so ein bisschen, dass es so wie so eine Wölbung gibt. Und dann habe ich hier die Masche schön frei und kann jetzt hier von der linken Seite her nach rechts, nach hinten und kann man jetzt diese Masche holen. Ich muss leider zugeben, die erste Masche gelingt mir sehr, sehr schlecht, aber ich habe es geschafft. So, sobald ihr die Masche geholt habt, könnt ihr den Faden von der linken Nadel fallen lassen. Und ihr habt sie dann in der rechten Nadel. Das wäre jetzt sozusagen die Randmasche. Nehmen wir an, ihr habt jetzt eine Reihe nur Rechtsmaschen. Und zwar Faden holen. Also immer von links nach rechts. Faden holen. Und fallen lassen. Links nach rechts, Faden holen, fallen lassen. Links nach rechts,
Faden holen und fallen lassen. Links nach rechts, Faden holen. So. Falls ihr Mühe habt mit der Kontrolle des Fadens, falls euch die ein bisschen entgleiten, empfehle ich euch hier hinten, die einfach zu halten, damit sie nicht von der Nadel runterfallen. Es ist tatsächlich sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber für mich ist es einfach sehr einfach. Und seht ihr, das geht dann im Nu. Ich glaube, das ist klar, oder? Die rechte Masche ist eigentlich, rechts und links ist eigentlich sehr einfach. Es ist sehr einfach, aber man kann so vieles machen. Nur mit den zwei Varianten. So, jetzt habe ich hier nur noch eine Masche auf der linken Nadel und das ist die Randmasche. Randmasche ist jetzt in diesem Fall auch rechts gestrickt. Und daher ist es eigentlich hier nicht anders. Voilà. Wir haben die Hinreihe fertig. Ich spreche von einer Hinreihe, weil jetzt kommt die Rückreihe. Faden nach vorne holen. Wenn man eine linke Masche strickt, dann hat man den Faden hier vorne und die Nadel ist hinter dem Faden und wir gehen von rechts nach links in die Masche rein und holt den Faden. So, und runterfallen lassen. Also nochmal. Faden ist vor der Nadel. Die Nadel sticht man von rechts nach links in die Masche, holt den Faden und lässt die Masche fallen. Schubs. Also nochmal hinter dem Faden holt man von rechts nach links den Faden und fallen lassen. So. Das ist also nicht so, das ist falsch. Hinter den Faden Masche holen, fallen lassen. Faden holen, fallen lassen. Faden holen, fallen lassen. Faden holen, fallen lassen. Das macht man bis zur zweitletzten Masche. Bei mir ist es so, je mehr Reihen, dass ich stricke, desto lockerer sind die Maschen. Oder sie sind schon gleichmäßig, aber sie sind ein bisschen locker. Am Anfang, da stricke ich sie einfach ein bisschen zu eng. Aber seht ihr jetzt, sind sie schon richtig locker. Vielleicht ist es auch, weil ich die Linksmaschen lockerer stricke als rechts. Wieso auch immer. So, die letzte Masche ist die Randmasche und die stricke ich. Habt ihr gesehen, ich habe einfach den Faden so nach hinten, weil ich jetzt die nach rechts stricke. Weil das der Randmasche ist und die ist immer rechts gestrickt. Bei mir. Bei meiner Randmasche. Also beim Rechtsstricken sieht es aus, als ob da so wie so Faust drin sind. Und links gestrickt sind so Wellen. Und ihr könnt natürlich sowohl die linke Seite wie auch die rechte Seite als die schöne Seite auswählen. Und habe hier so eine Art Mini-Pullover gestrickt. Und hier unten hat sogar Bündchen. Hier ist glatt rechts. Und hinten ist links. Und ja, jetzt ein Thema, das ich auch noch ansprechen will, ist, wie erkennt man die schöne Seite? Ich finde das ein wichtiges Thema, weil das muss man beim Stricken erkennen können. Es gibt hier zwei Merkmale, auf die man achten kann, wenn man erkennen will, welche Seite man vor sich hat. Also und hier zum Beispiel, bei diesem Beispiel kann ich euch sagen, der Faden, wenn der Faden links ist, dann ist es die schöne Seite. Außerdem auch hier unten. Seht ihr, der Anfang, das ist wie so gestrichelt. Zeige ich euch mal die Rückseite. Da sieht es eher so aus, als ob es Punkte wären. Also man sieht kaum Striche, das ist nicht die schöne Seite. Außerdem wollte ich auch noch zeigen, wie die Randmasche ausschaut mit diesen Punkten. Immer wenn die Randmasche rechts gestrickt ist, dann hat man dieses Knotenmuster.
Und dieses Knotenmuster, das ist auch sehr ideal, wenn man verschiedene Teile zusammennähen muss am Schluss. Wenn man einen Pullover hat und da verschiedene Seiten zusammennähen muss, dann ist dieses Knotenmuster ideal dafür. Wenn ihr mit der Arbeit fertig seid, dann wird die Arbeit abgekettet. Und das heißt, man hat die schöne Seite vor sich und man macht die Randmasche, so wie üblich. Und man strickt rechts, holt den anderen Faden. So, jetzt hat man hier 2 Maschen auf der Nadel. Und ich finde das Abketten ein bisschen tricky, weil man geht jetzt mit der linken Nadel in die erste Masche rein und man muss mit der rechten Nadel versuchen, die Masche unten durchzuziehen, ohne dass man die Maschen verliert. So, ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Das ist die erste Abkettung. Und das Wichtigste ist, man muss relativ locker arbeiten. Also ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich habe jetzt nur noch eine Masche auf der Nadel. Ich mache wie gewohnt eine rechte Masche. Jetzt habe ich wieder 2 Nadeln hier. Und dann hebe ich mit der linken Nadel die hintere Masche ab und ziehe die vordere Masche unten durch und versuche dabei, die Masche nicht von der Nadel fallen zu lassen. Außerdem schaue ich, dass es relativ locker ist, also nicht zu fest an den Faden ziehen. Also, Rechtsmasche, 2 Maschen auf der Nadel. Abheben und durchziehen. Das war knapp. Dabei locker lassen. Das kann ich sonst nie. Das war echt eine Challenge. So. Dann nochmal abheben. Schwupps, locker lassen und Kettmasche. So, wir sind jetzt nun bei der letzten Masche angekommen. Ich habe da bereits schon Rechtsmasche reingestrickt und muss es jetzt nur noch einmal so rübernehmen. Jetzt zeige ich euch den Schluss, weil da habe ich auch mal was falsch gemacht. Und zwar, wenn ihr jetzt hier so fertig seid, dann nehmt ihr die Schere, schneidet einen Rechtfaden ab, damit ihr das vernähen könnt. Ich habe das natürlich nicht gesehen. Na, toll. Und dann nehmt ihr die Nadel weg und geht mit dem Rechtfaden, mit dem Ende des Rechtfadens durch die Schlaufe, die letzte Schlaufe und zieht an. So. Und seht ihr, ich habe schon wieder relativ eng gearbeitet, aber es geht. Ja, das ist mein Mini-Pullover. Naja. So, wir sind jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Der Anfang vom Stricken ist tatsächlich etwas tricky, vor allem mit diesen Nadeln, wie man damit umgeht und Faden holt und so weiter und so fort. Ihr habt gesehen, auch ich habe immer noch Schwierigkeiten damit, aber es wird einfacher, versprochen, es wird einfacher, ihr werdet auch schneller stricken können. Übung macht den Meister. Je mehr ihr übt, desto besser wird es und tatsächlich auch die richtigen Stricknadeln machen auch einen Unterschied. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Projekte ihr schon begonnen habt und was ihr noch lernen wollt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!